Und da ist er, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der New Holland CR11. So heißt er, das neue Modell. Ja, und jetzt haben wir Robert hier. Der eine oder andere wird ihn ja schon kennen aus anderen Videos. Ihr habt die Goldmedaille gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Aber du kannst uns ja erstmal perfekt erzählen, warum jetzt Goldmedaille, komplett neues Modell, wer New Holland-Fahrer ist, so wie ich. Da drüben steht 9.90 und das Ding sieht einfach mal aus wie ein Spielzeug gegen dieses Teil. Das ist wirklich riesig gewaltig. Der Anblick, phänomenal, muss man ehrlich sagen, ist der Hingucker hier auf der Messe. So habt ihr den ganzen Stand aufgebaut quasi. Man kommt rein und sagt, da ist er. Ja. Das ist wirklich ein Highlight, muss man ehrlich sagen. Erzähl uns doch mal. Ja, vielen Dank, Hannes. Ja, wir sind natürlich mächtig stolz. Wir sind der erste Hersteller, der wirklich für das Gesamtkonzept Mähdrescher eine Goldmedaille bekommen hat. Ja, und das zelebrieren wir hier auch natürlich in dieser Halle. Die Maschine haben wir mit einer Sonderlackierung ausgestattet. Die ist Matt Gold. Und man muss ehrlich sagen, das Design ist eine 10 von 10. Mit jedem, den ich gesprochen habe, was sagst du zum Design? Lackierung 10 von 10. Wir konnten da auch ein bisschen ins Farbregal von unserer Schwester im großen Sinne Ferrari packen. Das ist tatsächlich eine originale Ferrari-Farbe. Und Wahnsinn. Die kommt besonders gut hier nochmal her. Ich glaube, genau wie du es gesagt hast, das Gesamtdesign ist phänomenal geworden. Da sind wir auch sehr, sehr stolz zusätzlich nochmal drauf. Genau, sag mal ein paar Eckdaten quasi. Hier habt ihr einen Reifen drauf. Viele quasi auf Instagram, man postet ein Bild, kommt, warum Reifen? Und keine Raupe, den gibt es natürlich auch als Raupe, aber klar. Erzähl mal eine kleine Besonderheit zum Reifen. Klar. Der ist ja neu. Ganz neu, der ist groß vor allem, 2,32 Meter groß. Aber auch das Besondere ist, hier haben wir einen 9er Reifen, 65 R46. Das Besondere ist aber die Gewichte, die wir hier mithalten können. Oben haben wir einen 20.000 Liter Korntank. Vorne ist ein 5,5 Tonnen schweres McDonald-Werk auf dem Hebelweg von, ich sag mal, 2 Meter durch den Schrägführerer, 2,50 Meter. Das ist natürlich viel Gewicht, was hier drauf kommt. Und trotzdem haben wir 1 Quadratmeter Aufstandsfläche pro Reifen. Das ist natürlich phänomenal. Was aber natürlich besonders ist hier, natürlich können wir auch Raupenlaufwerke aufbauen. Für Deutschland kriegen wir primär Raupenlaufwerke, da müssen wir ein bisschen auf Gewichte aufpassen und so. Das Schöne ist, wir kriegen Raupenlaufwerke drauf, die sogar breiter sind als beim 9.90 zum Beispiel. Genau. Also quasi mit euch zusammen hat Michelin diesen neuen Reifen vorgestellt. Ja. Und Reifen quasi auf so großen auf so großen Mähdreschern ist ja quasi auf dem internationalen Markt nach wie vor sehr gefragt. Klar. Ja. Genau. Und wir haben ja die Agritechnica bedient den internationalen Markt und deshalb steht ihr hier auch mit Reifen und macht auch mit dem Reifen was her. Auch wenn man es vielleicht hinterher mit Raupe fahren will, macht was her. Du hast es auf den Punkt gebracht, ganz genau. Ja, und wir stehen jetzt hier schon unter den Klappen. Die Grundpfeile in unserer Strategie mit dieser Maschine, die Strategie ist Reduzierung der gesamten Erntekosten. Die Strategie ist basiert auf 4 Säulen. Die erste Säule ist natürlich Performance. Performance gibt es natürlich, das kommt von der großen Maschine. Die Maschine ist breiter geworden, die ist ein bisschen länger geworden, die Rotoren sind größer geworden. Wir sind jetzt auf 2x24 Zoll Rotoren sind wir jetzt gegangen, die sind nochmal um 50% länger geworden. Motor, ein stärkerer Motor, der drin ist. Also ganz, ganz viele Komponenten, die einfach die Performance nach oben schieben. Und da sind wir natürlich, das bringt die Maschine natürlich auf ein ganz anderes Leistungslevel und natürlich erheblich stärker, erheblich leistungsfähiger als unser aktueller Weltrekordhalter, der CR 10.90. Aber der nächste Pfeiler ist das Thema Verluste. Verluste ist nämlich ein Punkt, das bringt den Landwirt nachher am meisten Geld tatsächlich. Und wir haben gesagt, wir haben hier eine Zero-Loss-Maschine. Wir haben keine Verluste mehr. Und das hört sich erst immer sehr, die meisten Leute fangen zu staunen und sagen, was reden die von New Holland da? Da würde ich auch tatsächlich sagen, keine heißt ja nicht mal ein Korn. Das ist unfassbar, was wir hier geschaffen haben. Also ich bin dieses Jahr wirklich, ich habe 100 Schalen geschmissen unter diese Maschine. Und wenn man so eine Pfeiffer-Verlustschale kennt, keine ist immer sehr prophezeiend, aber nahezu 0. Also wenn da mal einer drin liegt, mal 3 drin liegen, aber mehr nicht. Das ist unfassbar. Wir sind da auf einem ganz, ganz spannenden Niveau. Und das ist natürlich nicht einfach zu kriegen. Natürlich große Rotoren ist ein Thema, aber das Herzstück hier ist der Siebkasten. Das ist unser Twin Clean Siebkasten. Im Prinzip muss man sich vorstellen, sind es 2 Siebkästen in dieser Maschine integriert. Das Wichtigste ist allerdings natürlich groß geworden, breit geworden. Das ist klar. Aber das Wichtigste ist, wir sind smarter geworden. Wir gehen auf das Thema Querverteilung auf den Sieben. Ja. Wir gehen weg von dem Thema Hangausgleich.
interessiert uns hier eigentlich sekundär. Uns ist wichtig, dass wir sprechen über Querverteilung, wo liegt wie viel Masse auf den Sieben und dass wir das generell immer gleich haben. Auch wenn wir in 10% Hang sind, die Querverteilung, also die Masse auf den Sieben, soll immer gleich bleiben und dementsprechend können wir da agieren. Und das haben wir mit dieser Maschine geschafft und das ist natürlich das... Können wir mal einen Blick reinwerfen zu diesen Sieben? Ja, wir haben quasi hier noch den Vorbereitungsbogen. Genau, hier vorne ist der große Vorbereitungsboden. Hier ist der erste vordere Obersieb, darunter natürlich das untere Obersieb. Hier hinten der zweite Bereich, den man sieht, das ist genauso groß, schon ein bisschen kleiner wie beim 10.90. Okay. Also das ist schon mal spannend. Wir haben noch mal einen ganzen Bereich davor sitzen. Und das heißt quasi, ihr habt 4 Sieblagen übereinander? Wenn ihr Obersieb, Obersieb, Untersieb, Untersieb habt? Im Prinzip genau, das untere Obersieb, das vordere Untersieb läuft nachher in das System noch mit rein. Also das ist ganz spannend. Das sind aber sehr viele Details, das müssen wir in Zukunft, da mal genauer durchkrabbeln. Ja. Das Spannende ist aber auch, hier gehen wir nochmal in eine ganz andere Leistungsklasse hinein. Das heißt, da muss auch mehr Korn geborgen werden. Wir haben 2 Querschnecken, die zum Elevator hinführen. Gucken wir uns auch auf der anderen Seite mal an. Das ist nochmal ganz spannend. Wenn man jetzt an diese Maschine ranguckt, und man kennt ja gewohnt, CR-Modelle sind ja schon aufgeräumt, aber hier ist ja jetzt nahezu gar nichts mehr. Wo ist denn der Antrieb hin? Und Software. Ja, genau. Zum einen haben wir ganz neu gedacht. Der Motor, der steht mittlerweile längs im Drescher drin, ist im gleichen Winkel wie die Rotoren. Effizienz. Wir wollen effizienter werden, die Antriebsstränge vereinfachen und das haben wir natürlich geschafft, indem wir die rechte Seite, den Antrieb im Prinzip vom Schneidwerk und vom Schrägförderer auf der rechten Seite mit einer Antriebswelle durchbringen und die DFR, also die Zuführtrommel der beiden Rotoren, machen wir jetzt mit dem linken Rotor. Wir bringen die Kraft quasi mit dem Rotor nach vorne, dann mit dem Getriebe raus. Das können wir am besten von der anderen Seite filmen. Hier siehst du wenig. Okay. Und damit haben wir auch die DFR synchronisiert. Ja. Also das heißt, da auch nochmal ein Leistungsschub, weil die immer ideal zum Tempo der Rotoren mitläuft. Genau, quasi auch wenn die Leistung mal einbricht, wird ja auch der Schacht dann langsamer, oder? Passend dazu, wenn alles so synchronisiert ist dadurch? Genau, ist jetzt synchronisiert und passt da jetzt mal an, ganz genau. Genau. Ich habe mich mit einigen oder mit vielen auch über den Drescher unterhalten und so die Kernaussage war so, das ist krass. Das sind die einzigen, oder quasi mal die ersten, die bauen was größer, aber specken total ab. Ja. Ja, und das ist quasi mal mehr Leistung durch weniger Technik, ja irgendwie nicht, aber durch einfachere Technik, smartere Technik. Und effizienter. Wir sind wesentlich effizienter geworden. Wir haben 20% Dieseleinsparung in dieser Maschine, wenn wir das bezogen sehen auf Tonne pro geerntete Tonne. Das ist ganz spannend. Das sind alles große Zahlen, die wir haben. Aber das ist wirklich so. Aber Hannes, hier, das wird viel, viel spannender eigentlich, weil für mich, wir Deutschen sind sehr fokussiert auf das Stroh- und Streumanagement. Wir haben hier ein Schneidwerk von 15,50 Meter vor. Das ist schon breit. Ja, also ich habe erst in der Tat. Und es gibt, glaube ich, McDonald's bis 18 Meter haben Sie jetzt veröffentlicht, richtig? Genau. Und wir haben in den meisten Ländern tatsächlich haben wir auch mit den 18 Meter Schneidwerk gearbeitet. Ja. Das Stroh- und Streumanagement ist ausgelegt für über 18 Meter garantiert. Das ist natürlich eine Ansage. Ehrlicherweise muss man sagen, irgendwo in Deutschland ist man limitiert. Nicht auf dem Feld fast. Also 18 Meter in Mecklenburg-Vorpommern kann da schon fahren. Aber auf der Straße ist es schon ein großes Thema. A, die Zulassung dafür Ganz zu bekommen. Ja? Und zweitens ist es natürlich 90-Grad-Kurven innerorts. All das sind Problematiken für diese großen Schneidwerke. Also ich sehe quasi die 15 und 18 nicht so krass bei uns fahren. Ich glaube, das wird irgendwann limitiert auf 13,80 sein. Oder ein Hersteller lässt sich noch einen Knick einfallen, damit man besser auch mit Kurven fahren kann. Aber wir haben die Maschine dieses Jahr mit den 15 Meter Schneidwerk gefahren. Ja. Und das passt hier wirklich gut. Natürlich, wir kriegen es nicht mehr in Gespann Mähdrescher Schneidwerk. Das wird einfach zu lang. 25 Meter mit Ausnahmegenehmigung ist erlaubt. Und das, da werden wir dann so ein bisschen, da kommen wir ans Limit. Aber super gespannt, passt voneinander. Und da, wo wir unterwegs waren, hat das gut gepasst mit dem passenden Schneidwerkswagen, was ja auch von New Holland kommt. Genau. Vielleicht kann man da viele auch noch mal ganz kurz abholen. Ich glaube, ihr und CR, glaube ich, seid die einzigen Hersteller, die 13,70 Meter Schneidwerke offiziell hinterm Drescher fahren dürfen, richtig? Alle anderen Hersteller sind ein bisschen zu lang, die müssen quasi entkoppelt fahren. Das ist korrekt, ne? Also alle anderen sind ja quasi länger. Nur ihr habt ja das kurze Chassis quasi. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, auch mit den Gewichten tatsächlich. Man denkt immer, okay, ist zu lang, aber tatsächlich kommen wir auch über 8 Tonnen. Sprich, der Schneidwerkswagen muss jetzt auch
gebremst werden. Druckluftbremse muss dran. Okay. Haben wir natürlich am Drescher auch noch nicht. Ja, logisch. Ja, das sind so die kleinen Details, die man so beachten muss. Genau, aber... wir haben ja gerade über Gewicht gesprochen und ich habe letztes Mal schon so eine kleine Führung ein bisschen mit reingehört. Ihr habt kaum mehr Gewicht als ein 10.90. Das ist wirklich, und das sind ganz, ganz spannende Sachen. Wir haben eine Mehrleistung in der Maschine, je nach Fruchtart, zwischen 20% bis 40%. Und man denkt immer so, okay, aber 20% bis 40%, das sind richtig große Werte, die wir hier angeben. Und wir haben es geschafft, dass wir nur minimal schwerer geworden sind. Wirklich nur 2% schwerer als der 10.90. Ja. Das ist gigantisch. Und das haben wir im Prinzip durch 2 verschiedene Möglichkeiten gefunden. Zum einen das Design, das Topological Design. Das heißt, ist im Prinzip die maximale Runterreduzierung von der Masse. Verbindung von verschiedenen Güten, Materialgüten. Und das beste Beispiel, schau dir gleich mal hier im Detail mal die Annäherkupplung an. Der ist jetzt noch umgeschwenkt, der ist jetzt als Tritt umgebaut. Aber wenn du dahinter aber noch mal guckst, das Konstrukt da, und das ist ein gutes Beispiel für ein Topological Design. Ja, dadurch haben wir es eben geschafft, die Maschine schön leicht zu machen. Und natürlich auch der zweite Punkt, der noch kommt, wir haben eben noch mal die Einfachheit angesprochen. Hier haben wir, wenn wir jetzt gerade hier stehen, hier fallen 2 Komponenten weg, wenn wir das vergleichen mit unseren 10.90. Wir haben kein PSD-Band mehr. Das PSD-Band war im Prinzip nochmal ein Förderband, was das Stroh aus dem Rotor in den Häcksler hineingeführt hat. Genau. Und wir haben keinen Spreuverteiler mehr. Genau, also ihr übergebt jetzt quasi die Spreu mit ins Stroh. Genau. Und habt quasi eine Übergabe, ein Mischen sozusagen. Und gibt das natürlich, da habt ihr auch schon mal einmal Technik gespart. Nur noch ein Radialverteiler statt Streu. Spreuverteiler ist doch ein Radial, oder? Ist eine aktive Verteilung. Hier sind große Teller, die sitzen im Durchmesser jeweils über 1 Meter. Aber das Wichtige noch mal einmal kurz zurück zu Spreu. Spreu ist nicht ganz einfach physikalisch breit zu streuen, weil es einfach sehr, sehr leicht ist. Ja. Und das dann 9 Meter oder 9 Meter zur Seite zu bekommen, geht nicht gut. Und deswegen gehen wir es auch mit in der Strommasse rein und in die Häckselgutmasse mit rein. Dann kriegen wir mehr Gewicht und dann kriegen wir es auch zur Seite hin. Aber das Wichtigste, was wir haben, ist hier, es muss homogen verteilt werden hinter der Maschine. Und wir haben hier unser IntelliSpread. Wir sind, glaube ich, der erste Hersteller weltweit, der es geschafft hat, der vor dem Launch der Maschine 2 Medaillen zu bekommen. Dies Jahr Gold. Letzte Agritechnica die Silbermedaille mit das IntelliSpread. Oder war es nicht DLG? Ja, DLG ist ja also, auch Agritechnica. Also meine DLG-Tage, glaube ich. Da wurde es verliehen, aber okay. auf der ausgefallenen Agritechnica. Ganz genau. Aber das ist ja super spannend. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Start mit der Maschine, mit 2 Medaillen. Also wir kriegen richtig Rückenwind. Ja. Das macht schon Spaß. Das Wichtigste, was wir immer haben, ist, wir haben den Closed-Loop-Gedanken. Closed Loop heißt geschlossener Regelkreis. Wir gehen weg von der Annahme. Wir wissen ganz genau, was passiert. Einige, die arbeiten mit Windpaddel, wenn der Wind draufkommt, dann nehmen die an, okay, wenn ich jetzt meinen Spreuverteiler ein bisschen schneller drehe oder mein Häckselsystem, meinen aktiven Verteiler schneller drehe, dann müsste es da vielleicht hinfallen, wo wir das annehmen. Ja. Da gehen wir weg von, wir wissen ganz genau, wo es hinkommt. Die Radarsensoren können durch den Staub, durch das Häckselgut, was hinten verteilt wird, durchgucken und sehen, wo jedes einzelne Häckselgut Partikel auf dem Boden landet und können wir dementsprechend einstellen. Automatisch, der Fahrer muss nichts mehr machen. Ganz spannende Sache tatsächlich. Wenn man jetzt, aber mir stellt sich zum Beispiel eine Frage, Robert. Eine Frage. Das Stroh wird ja quasi nur an die Seite rausgelassen. Wie streut man denn nach hinten? Oder, ach nee. Nee. Ach nee, hier unten ist offen. Ist offen und hier hinter sitzt unser Butterfly. Hier in der Mitte gelagert, siehst du das? Und hier kriegt er seine Frequenzbewegung. Das heißt, hier unten lässt er auch... Hier lässt er mit durch. Und der Butterfly, der pendelt die ganze Zeit und gibt ihn da quasi pulsierende Bewegung. Und damit kriegen wir es auch nochmal schön breit. Das ist natürlich auch ein großes Loch hier, was wir da haben, wo der Stroh Watt raus kann. Aber wo 15 Meter reingeführt werden, müssen 15 Meter auch wieder raus. Ja, also auch schon, wenn man da reinguckt, wie riesig das einfach ist, dieser Durchlass. Cooles kleines Detail, du siehst hier hinten die Kamera. Ja. Rechts, links haben wir natürlich auch. Wir haben eine 360-Grad-Kamera, dieses Bird View, was man eigentlich aus dem Auto kennt. Ja. Haben wir in dieser Maschine auch mit verbaut. Das sind alles viele kleine Details, die sich schocken. Genau, wir haben das ganze Konzept da oben geändert. Ja. Generell, der gesamte Mähdrescher ist neu. 92% der Teile dieser Maschine ist neu gedacht. Wir ziehen die Luft jetzt von der saubersten Stelle des Mähdreschers direkt hinterm Korntank. Ja. Da saugen wir die Luft ein. Wir arbeiten quasi mit einem Luftkanal.
dass da richtig schön der Motor, die heißen Teile, das ist immer so ein Thema mit Brände, die man natürlich vermeiden muss. Ja. Und hier haben wir natürlich durch so eine Art Luftkanal, wo wir die Luft richtig schön rausblasen und die heißen Teile, die alle abgekapselt sind, haben wir hier dann, werden dann freigehalten. Ein ganz spannendes System da oben. Da müssen wir mal im nächsten Jahr mal zusammen mal durch und dann zeige ich das mal im Detail. Ich hoffe doch auch, wenn das Ding fährt, dass wir das uns im Detail mal angucken können. Das kriegen wir schnell hin. So, wenn man das hier mal sieht, den Elevator, den muss man schon mal mit Sie ansprechen. Also das ist schon mal anständig, was hier untergebracht wird. Aber der Elevator soll natürlich nicht der limitierende Faktor sein, wenn man so eine leistungsstarke Maschine hat, oder? Und das wird nicht sein. Ich habe ja eben angesprochen, wir haben 2 Querschnecken, die zum Elevator hinführen. Hier die erste, die hier rauskommt, die eben gegen den Uhrzeigersinn hier reinschmeißt. Die zweite, die hier rauskommt. Und der Büffel muss natürlich auch befüllt werden und das passiert natürlich so. Hier kann man sich ja vorstellen, wenn man den sieht, dass es Leistung, die nach oben geht. Und gerade das sind auch diese weiteren Punkte, wenn ich jetzt in Thema Mais reingehe, wo eben viel Masse mit reinkommt durch die Maschine, dass der es auf jeden Fall wegschafft. Ja. Das Wichtigste auch an der Maschine, aber nicht das Wichtigste, was Schönes an der Maschine ist, wir haben keine einzige Antriebskette mehr. Alles weg. Alles mit Riemen. Und das bringt uns dann nochmal dementsprechend da auch den Punkt, wenn wir jetzt zum Thema Total Cost of Harvesting wiederkommen, dass wir da uns was einsparen. Genau, aber das Thema Nutrisense ist auch ganz wichtig. Du hast ja schon viel gemacht damit in diesem Jahr. Die Vorteile, die hast du ja schon in deinen Streams ja schon benannt, genau. Ist natürlich hier auch mit auf der Maschine verbaut. Für den Zuschauer, der jetzt nicht genau weiß, was Nutrisense genau ist, wir sind halt in der Lage, Ölgehalte und Proteingehalte im Getreide, also Öl im Raps, Protein im Getreide zu ermitteln. Und dadurch haben wir einen direkten Ausschluss über die Qualitäten. Das heißt, wir können beim Dreschen selektieren und wir können quasi sagen, hier sind quasi Partien, die müssen wir anders vermarkten, um uns vielleicht eventuell nicht die ganzen Qualitäten zu verdünnen. Und wir haben quasi eine Sortenauswertung, wer wie viel Protein liefern kann. Aber noch spannender ist es, wenn wir die Stickstoffkartierungskarten haben. Stickstoffentzug. Und dann können wir Proteinkarten mit Ertrag zusammenbringen und können tatsächlich Endeffizienzkarten erstellen. Das heißt, wir können mit dieser ganzen Sensorik, die wir inzwischen haben, Isaria und können wir noch mal die Stellschrauben uns tatsächlich angucken, wann ist wie der Stickstoff umgewandelt werden, wie können wir das noch ein bisschen besser performen. Und um das wirklich auszuwerten, brauchen wir beides. Ja? Stickstoff gegeben und Protein entzogen, beziehungsweise Stickstoff entzogen. Ganz genau. Wird ein spannendes Thema und wir gehen auch fest davon aus, also wir haben immer mehr Interesse an dieses Thema. Das wird sich, glaube ich, nach und nach durchsetzen bei den Maschinen und wird populärer werden. Denke ich auch. Irgendwann ist es ein Standard wie eine Ertragskartierung. Genau. Wir gehen jetzt einmal vorne zum Schrägförderer und dann filmen wir zum linken Rotorlager hin. Fahrtrichtung, also da drüben. Hier siehst du ja, wie der Antrieb da rauskommt. Aus dem Lager, da kommt der Antrieb raus und da sitzt die Getriebebox, die nochmal dementsprechend die Kraft dann zum DFR umleitet und damit synchronisieren wir auch die DFR jetzt, die auch neu aufgebaut ist. Ein kleines, aber cooles Detail ist wieder Steinfangmulde, jetzt von der Kabine zu öffnen hydraulisch, ist auch witzig, weil Gerstenstaub mag keiner gerne, hier braucht der Fahrer... Ich sowieso nicht, ich bin Allergiker. Für mich ist alles, wenn ich raus muss, immer noch mal eine Problematik. Aber ich habe in eurer kleinen Vorführtour gehört, euch war es quasi ein Ziel, nicht mehr absteigen zu müssen, richtig? Genau. Und da habt ihr auch quasi so ein kleines Highlight, wenn man sich das Ding mal zufährt, oder? Ganz genau. Also wir haben tatsächlich die Maschine, wir haben gerade die Antriebswege, der linke Rotor, wir haben die Antriebswelle hier auf der rechten Seite gesehen. Alles mit einem Leistungsverzweig, also stufenlose Getriebe, alles angetrieben, Rotoren wie auch vorne Schrägförderer und Schneidwerk. Und natürlich jeder Mähdrescherfahrer hat der die Maschine pusht, hat die schon zugefahren. Und wir sprechen jetzt gar nicht von der Zeit, sage ich mal. Wenn wir unsere Maschine hier zufahren, ist das in 10 Minuten, sage ich mal, wie erledigt, von der Kabine aus befreit. Das heißt, ihr könnt tatsächlich den Rotor reversieren, richtig? Wenn irgendwo eine Verstopfung ist in der Maschine, dann detektiert die Maschine das. Er sagt mir, okay, ich habe die Verstopfung, Schrägförderer, DFR oder Rotor und fängt dementsprechend dann einen Reversierungsprozess an, alles von der Kabine, nicht mehr abstellen. Also das heißt quasi, er reversiert erst das Schneidwerk, um Material wegzuschaffen, dann den Schrägförderer, damit das Material da weg ist, damit die Übergabe passt und beim Reversieren nicht noch stocken kann. Ganz genau. Reversieren beim Rotor muss man ein bisschen noch mal erklären. Das ist dann nicht das Herausbringen von dem Material, dass es quasi aus dem Schrägförderer rauskommt. Das ist meistens so eine kleine Stelle, wo er sich verschluckt hat. Und dann schaukelt er die Rotoren frei.
er schaukelt die mal rechts rum, mal links rum und verteilt das Material im Rotorraum und dann befreit er sich wieder. Okay. Aber das Wichtigste, was wir dabei kommen, ist einfach nur, Hannes, du kennst vielleicht nicht so, weil du bist dein eigener Chef auf dem Hof, aber stell dir mal vor, ein Fahrer von einem großen Betrieb, der hat die Maschine zugefahren. Der steht jetzt einen halben Tag und muss poolen. Und zum einen hat er schlechte Laune, weil ihm was passiert ist. Ja. Sein Chef sitzt ihm im Nacken, macht ihm Druck. Er sagt, die Maschine muss wieder laufen, die Sonne steht oben. Die ganze Abfuhrlogistik steht hinter ihm und macht auch noch blöde Sprüche. Der Fahrer, und wir sprechen jetzt gar nicht über den Ausfall, den wir jetzt diesen halben Tag da haben. Ja, der Fahrer fährt diesen Sommer nicht mehr am Limit. Und so ist es. Der fährt die ganze Woche danach nur noch auf 80%. Der klaut mir 20% von meiner Maschine an Leistung. Ja. Und das macht er jetzt nicht mehr, weil er weiß, okay, ich kann den immer pushen am Limit und ich habe Bock. Und wenn es passiert ist, dann wieder von der Kabine wieder befreien. Also der pusht den die ganze Saison. Genau. Thema IntelliSense vielleicht, ist ja ein schönes System. Seid ihr da vielleicht auch noch mal ein bisschen intelligenter geworden? Steuert ihr jetzt noch mehr? Steuert ihr noch mal was anders? Genau, wir sind IntelliSense natürlich hier drin verbaut in der Maschine. Dadurch, dass wir jetzt mehr mit leistungsverzweigten Getrieben arbeiten, haben wir viel mehr Daten jetzt auf einmal. Wir haben viel mehr Drücke im System. Wir haben aber auch viel mehr Sensoren hier, wo wir eben Kraftmesssensoren an der Maschine und werden noch mal genauer mit der Intelligenzsteuerung, was uns gerade noch mal ein Plus geben wird in der Vorfahrtsteuerung. Das ist ja immer so ein kleines Thema. Wie schnell erkennt er tatsächlich meine Stelle im Bestand? Genau. Stark heterogene Böden, so wie ich sie ja quasi habe. Wir fahren von 2 Tonnen Weizen in 10 Tonnen Weizen innerhalb von 70, 80 Meter. Das ist für die Automatik noch nicht so gut und noch nicht so gesund. Da müssen die ja tatsächlich nach vorne gucken können, um das zu erkennen. Ja? Genau, das war, glaube ich, ein ganz kurzer, schneller Durchlauf durch die Maschine. Ja. Das Bedienfeld, das Terminal, das wird man ja quasi demnächst auch noch mal auf meinem Kanal sehen. Ich hatte ja das Glück, schon mal den 10.90 Modell 25 zu fahren mit dem neuen Bedienfeld. Ich denke, das ist ziemlich identisch gewesen, oder? Genau, also das ist die neue Bedienoberfläche von unserem CR-Mähdreschern, groß und klein. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Dieser CR11 ist on top of alles, das wir haben. Also der CR, wie wir ihn kennen, wie du ihn noch hast, der bleibt. Ja. Und der hier ist obendrauf nochmal. Okay. Und Kabine, das ist gleich geblieben mit den 10.90 oder ist die Kabine tatsächlich größer? Nee, die Kabine ist unsere bekannte Kabine, die wir haben. Und was Neues ist eben die gesamte Architektur, das Bediensystem, das wir haben, Lenksystemarchitektur. Das ist neu gekommen, zusätzliche Bedienoberfläche, weil hier einfach mehr Funktionen auch sind. Das ist gekommen, aber das Grunddesign ist gleich geblieben. Genau, aber da sind wir ja immer noch auf einem sehr, sehr hohen Standard, wenn nicht sogar noch den Standard im Markt. Okay. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Wenn ich den Korntank so sehe, 20.000 Liter und das ein Punkt, wenn man jetzt hier hinten guckt, quasi der Korntank kommt einem entgegen. Wie komme ich da rein? Ja, das ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob man es hier sieht. Wir können mal auf die Terrasse gleich gehen. Da kann man es dann sehen. Okay. Dann gehen wir noch mal rüber. Und dann filme ich das quasi noch mit rein. Das musst du gleich mal filmen. Aber wir haben tatsächlich auf dem Motordeck ist da eine Klappe, die wir öffnen können. Wir nennen es den sogenannten Catwalk. Und man kann in den Motor, in den Raum hineingehen so richtig. Also man klappt eine Klappe auf, man hat einen Catwalk, wo man reingehen kann, eine schöne Treppe runter. Überall sind nochmal Handläufe, dass man sich über festhalten kann, sodass man da bequem reinkommt, da seine Einstellung machen kann und auch bequem wieder rauskommt. Genau. Ach, wo wir gerade bei dem Thema sind, vielleicht noch eine Frage. Es ist ja quasi diesen Sommer auch Thematik gewesen, quasi, dass sich diese Brücken bilden. Habt ihr nochmal das Design entsprechend angepasst oder habt ihr vielleicht nochmal Öffnungen größer gemacht, um zu sagen, das ist jetzt so groß, da vermeiden wir nochmal mehr Brücken? Also ganz vermeidbar wird es nie sein quasi, aber habt ihr da nochmal auch was geändert? Ja. Gucken wir uns dann im Sommer mal zusammen an, die Maschine wieder von innen aussieht. Oben im Korntank, die ist viel aufgeräumter nochmal worden. Alles, was mir da im Weg ist, gerade Grasdrusch ist immer ein Riesenthema da. Genau. Da hält sich sehr schnell mal irgendwas, sind da schnell, ich sag mal, die Verstopfung, also diese Brückenbildung habe ich dann da. Wir haben sehr viel in Dänemark getestet. Da wird sehr viel Gras gedroschen und ich kann das eigentlich immer nur am liebsten die ganze Zeit abtanken, sobald ein bisschen mehr Material drin ist, dann verstopft sich das doch irgendwie. Ja.
Es ist noch mal ein bisschen besser geworden, aber natürlich auch nicht komplett Superdampf. So ehrlich muss man sein. Ne? Okay. Also es ist nicht so, dass es die ganze Zeit da rausläuft. Aber ist schon sehr, sehr gut Ja, geworden. wenn man gerade, also ich kenne das ja mit meinen ganzen Sonderkulturen, Hanf, da hast du so viel Grünanteil drin. Es steht quasi immer, da machen wir es auch so, immer eine Tonne rein und dann sofort wieder raus. Keine Brückenbildung ist immer ein Thema, aber klar, wenn es größer wird, hat es mehr Durchgang, ja? Ja, genau. Dann sage ich danke für diese schnelle und kurze Führung hier zum CR11. Bin gespannt, wie er nächstes Jahr sich fährt quasi. Und danke dir und euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Dankeschön.